Heute wollen wir über die Familie Lucas aus Schottland sprechen. Die Familie Lucas ist nach Australien ausgewandert. Sie sind aber nun schwer enttäuscht und verbittert und wollen zurück in den UK. Warum und wieso, das wollen wir uns einmal in diesem Video etwas näher anschauen. Dass Auswandern nicht immer gut gehen muss, das ist ja hinreichend bekannt. Wir selbst haben ja auf diesem Kanal schon etliche Beispiele diesbezüglich hier veröffentlicht. Und ich warne ja auch immer eindringlich in meinen Videos, dass man aus den richtigen Gründen auswandert und nicht aus den falschen und natürlich auch sich ein bisschen vorbereitet und informiert. Das Beispiel der Familie Lucas hier, das ich jetzt gleich vorstellen werde aus Schottland, ist ein wenig seltsam, denn die haben sich offensichtlich überhaupt nicht dazu informiert, was sie genau in Australien erwartet und sind dann in Anführungszeichen schockiert und wollen Australien wieder verlassen. Schauen wir uns mal hier den Artikel in der schottischen Sun an. Das ist so ein bisschen wie die englische Bild-Zeitung. So, alles natürlich hier Instagram-würdig aufbereitet. We left Scotland for Australia 2 years ago to start a new family life. Now we're moving back because we hate it. Wir sind also vor 2 Jahren von Schottland nach Australien ausgewandert, um ein neues Leben zu beginnen. Nun ziehen wir zurück, weil wir es hassen in Australien. Hier siehst du das Paar. Die Frau hat einen Instagram-Account mit 8000 Followers und teilt da ihre Bilder und Details zu ihrem Familienleben. Sie haben 2 Kinder. Sie sind nach Sydney ausgewandert. Aber jetzt wollen sie nach 2 Jahren wieder zurück in den UK, weil sie buchstäblich schockiert sind. Schockiert sind sie zunächst mal über die lange Arbeitszeit. Der Mann arbeitet am Bau und sie sagt, Kimberly, 50 Stunden pro Woche muss er schon wirklich ran, obwohl er nur einen 40-Stunden-Wochenarbeitszeitvertrag hat. Ein anderes Thema, über was ich beklagt, sind die hohen Kosten für die Kinderbetreuung. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. Wir hatten ja mal hier selbst ein Interview mit einem deutschen Anwalt in Australien. Und da hat er genau das beschrieben. Wenn du in Australien lebst, musst du für die Schule und den Kindergarten dort bezahlen. Also die Schule, also die ganz normale öffentliche Schule kostet 7.000 australische Dollar. Das sind ungefähr 4.000 Euro. Und der Kindergarten kostet sogar um die 12.000 Euro. Dann sagt sie eben, in Schottland können die Kinder kostenlos in die Schule gehen und 30 Stunden Kindergarten ist ebenfalls kostenlos in Schottland. Sie rechnen also dann vor, was sie hier bezahlen muss dafür. Das sind natürlich alles Dinge, die sie sich hätte vorher auch denken können. Des Weiteren redet dann Kimberly auch noch darüber, wie sehr die Kinder die Großeltern vermissen. Auch das ist natürlich etwas, das einem relativ klar sein sollte, wenn man nach Australien umzieht. Das sollte jetzt nicht wirklich eine Überraschung sein. Und schließlich und letztlich findet sie es auch wahnsinnig schwierig, dort in Australien Freunde zu gewinnen. Sie sagt zwar, die Leute sind alle freundlich, aber eben sind doch dann eher kritisch gegenüber Fremden und wollen nicht wirklich Freunde dieser Einwanderer sein. Ja, es ist natürlich eine traurige Geschichte. Jetzt hat diese Familie diesen großen Aufwand hier gemacht, nach Australien umzuziehen und jetzt war alles für die Katz, weil sie jetzt wieder zurückgehen nach Schottland. Ich würde eben sagen, dass sie hier naiv war, beziehungsweise schlicht und ergreifend schlecht vorbereitet. All die Dinge, die wir jetzt hier gehört haben, all die Kritikpunkte, die sie über Australien hatte, das kannst du garantiert alles auch vorher im Internet herausfinden. Insbesondere natürlich die Dinge, was die Kosten für die Kinderbetreuung anbelangt oder auch die Tatsache, dass die Arbeitszeiten für den Ehemann am Bau so lange sind und familienunfreundlich. So, ich muss nun sagen, dass die meisten unserer Mandanten eigentlich in einer anderen Situation sind. Unsere Mandanten sind in der Regel nicht darauf angewiesen, dass sie lokal einen Job finden. Also diese typischen Expats, also dieses Beispiel hier der Familie Lucas aus Schottland, das ist nun nicht die Situation, in der sich die meisten unserer Mandanten befinden. Unsere Mandanten sind entweder Freiberufler, Unternehmer oder Investoren, haben ihre Kunden, haben ihr Business in Europa, sind mobil und können von überall aus arbeiten und sind jetzt nicht darauf angewiesen, im lokalen Jobmarkt sich zu betätigen. Daher kann man dieses Problem schon mal ausklammern. Natürlich die Dinge mit der Kinderbetreuung, das ist etwas, das man wissen muss, wenn man nach Australien zieht. Aber wie gesagt, damit befasst man sich natürlich im Vorfeld. Das ist jetzt nicht etwas, das einen überraschen sollte. Und Kontakt zu den Großeltern, ja, das ist natürlich schon eine Sache, das darf man auf keinen Fall unterschätzen. Ich habe das bei den eigenen Kindern auch so erlebt. Meine Familie und ich sind natürlich ursprünglich aus Deutschland. Ich lebe jetzt schon seit mehr als 20 Jahren im Ausland. Meine Kinder sind alle letztlich im Ausland groß geworden.
Ich würde sagen, sie haben eine Beziehung zu den Großeltern, ganz klar, aber natürlich eine weniger enge, als wenn man jetzt dort im Ort leben würde. Es ist schön, wenn Kinder eine solche Beziehung zu den Großeltern haben, und wir haben tatsächlich auch Beispiele im Mandantenkreis, wo die Großeltern mit ausgewandert sind. Also man sollte das auf jeden Fall mit in seine Planung einbeziehen. Wie integriere ich die Großeltern? Also wir kennen zum Beispiel eine Familie, die sind in die USA ausgewandert. Da sind also die Großeltern mit ausgewandert, 2 erwachsene Töchter. Diese 2 erwachsenen Töchter haben dann in den USA geheiratet, auch wiederum Europäer, also keine Amerikaner. Und dann haben die jetzt alle Kinder bekommen. Ja? Das heißt, wir haben jetzt im Grunde dort 3 Generationen. Das ist so eine ziemlich große Gruppe hier. Ja? Von Deutschen sind also erstens nie einsam. Die haben aber eigentlich auch Freunde gefunden, teils Expat, teils Amerikaner. Ich würde das nicht so kritisch sehen, wie es jetzt hier die Kimberly aus Schottland beschrieben hat. Man muss aber natürlich auch mit einräumen, dass Freundschaften und Beziehungen in jedem Land anders aussehen. Es ist eben nicht in jedem Land so, dass man gleich hier so dicke Freund ist, sondern man pflegt vielleicht zunächst mal eine längere Bekanntschaft, kann aber dann trotzdem eine schöne Zeit vollbringen gemeinsam. Und das entwickelt sich vielleicht mal irgendwann in eine Freundschaft. Also man muss hier Abstand nehmen von den eigenen Gepflogenheiten und auch von den eigenen Erwartungen. Man muss eine realistische Erwartungshaltung haben. Und das würde ich jedem ans Herz legen, der auswandert. Australien war natürlich früher eine britische Kolonie, und viele Briten denken nun eigentlich, dass Australien sowas ist wie Großbritannien unter der Sonne. Aber es ist ein komplett eigenes Land. Da gibt es natürlich bestimmte Gemeinsamkeiten. Man hat das gleiche Staatsoberhaupt, den britischen König nämlich. Aber ansonsten muss man wirklich akzeptieren, dass es Unterschiede gibt. Ähnlich kann man es vielleicht in den deutschsprachigen Ländern auch beobachten. Unterschiede zwischen Deutschland, Österreich und der Schweiz. Natürlich leben viele Deutsche in der Schweiz und auch in Österreich. Aber man muss ganz ehrlich sagen, dass gerade Deutsche natürlich nicht die beste Reputation haben in diesen Ländern. Ich sprach vor kurzem mit jemandem aus Österreich, der dort in einem Skidorf wohnt, ein Österreicher. Und er sagte mir, dass man die Deutschen hinter vorgehaltener Hand immer die Büffel nennt, weil sie eben so trampelig sind und auf kulturelle Gepflogenheiten keine Rücksicht nehmen. Das ist natürlich auch sehr pauschal gesagt. Ob das wirklich so ist, naja, wer weiß, das könnte man vielleicht auch über Amerikaner, über Briten und andere Ausländer sagen, aber nun mal in diesem österreichischen Dorf wird es so wahrgenommen. Also das heißt, wer ins Ausland geht, der muss zunächst mal bescheiden sein. Der muss erst mal sagen, okay, das ist ein anderes Land, hier bin ich nicht zu Hause, hier bin ich nur Gast. Ich lasse mich darauf ein. Hier setze ich nicht meine eigenen Vorstellungen durch, sondern ich lasse mich auf die fremde Kultur ein, auf die Gepflogenheiten dort und folge nun mal dem und bin dann auch nicht frustriert oder beleidigt, wenn es nicht so geht, wie ich es gewöhnt bin. Wenn man das nicht kann, dann sollte man sich gut überlegen, ob man wirklich auswandern wird. Denn dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ groß, dass es einem geht wie Kimberly und ihrem Mann, die jetzt nach 2 Jahren wieder frustriert den Koffer packen und ins verregnete und graue Schottland zurückkehren. Wenn auch du dich mit dem Thema Auswandern beschäftigst und diesbezüglich steuerliche, rechtliche Fragen hast, dann würde ich mich freuen, mit dir ein Beratungsgespräch zu führen. Link dazu packe ich hier in die Beschreibung zu diesem Video mit hinein. Wir tun seit fast 20 Jahren nichts anderes als Mandanten genau dabei zu unterstützen, auszuwandern, im Ausland ein neues Leben aufzubauen, steuerlich natürlich sich zu optimieren, Vermögen aufzubauen und bestehendes Vermögen zu schützen. Ich würde mich freuen, auch dich alsbald zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.